There are no problems actually. In Wirklichkeit gibt es keine Probleme. Jetzt mögen natürlich Zuseher sagen, ja Moment, wir sind doch viel weiterentwickelt als Tiere, das ist doch wunderbar, einen Verstand zu haben. Okay, but people who watch may be now saying, yeah, but wait a minute, we are much further developed, evolved than animals. It's absolutely marvelous to have this mind. It is. Ja, das ist es. It is being in a human body. Gerade dieses in einem menschlichen Körper sein That allows us to realize who we are. erlaubt uns zu erkennen, wer wir sind. All the other forms that we have manifested in. All die anderen Formen, in denen wir uns manifestiert hatten, They're all lovely and beautiful. There's no problem, but if we want to realize the truth, we have to come into a human form. die sind alle wunderschön und prima, gar kein Problem, aber um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir in eine menschliche Form kommen. So it's this intellect Von dem her ist es dieser Intellekt, which allows this to happen, der das zulässt, and it's the intellect which prevents this from und happening. es ist der Intellekt, der das verhindert. That's why we need help. Deswegen brauchen wir Hilfe, Unterstützung. That's why we need the gurus to help us to remain stable. Deswegen brauchen wir die Gurus, um uns zu helfen, stabil zu bleiben. Because this world seems to be real. Denn diese Welt scheint real zu sein. Our problems seem to be real. Unsere Probleme scheinen real zu sein. And they're painful. Und die sind schmerzhaft. And we really get attached to things, to identifications and whatnot. Wir hängen dann wirklich an Dingen und Identifikationen und allem Möglichen. And we go to war about these things. Und wir ziehen wegen diesen Dingen sogar in Krieg. We even go to war about God concepts. Wir gehen sogar wegen Gottkonzepten in Krieg. I mean, this is really crazy. Das ist wirklich verrückt. Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar, a very warm welcome to all guests, participants and hosts of today's session. This is Samarpan, where we take you through the history of Samarpan meditation as witnessed by first generation sadhaks, and we will get to know about their journey and evolution of Samarpan meditation in various parts of the world. It's an interview of the souls by the souls to connect with the super soul through the collectivity of souls. We are going to have this interview in English and also translated in German by our beautiful sadhaka Rajma from Germany. Now, let's take a moment to make our state such that we receive the most from today's session, where we will listen to a story of becoming of a saint from the saint himself. This is a very rare opportunity that we are blessed with. So hope you enjoy the session in your purest soul form today and receive the most energy. Ja, ich übersetze es nochmal auf Deutsch. Haftungsausschluss. Das einzige Ziel von This is Samarpan ist es, alle Wesen der Gegenwart zu verbinden. Die Informationen und Meinungen, die hier geäußert werden, sind persönliche Ansichten der Sprecherinnen und sind nicht offiziell mit einer sozialen, religiösen, kulturellen, politischen, pädagogischen oder anderen Organisation verbunden. Wir sind hier, um uns inspirieren zu lassen, wie wir zu unserer ursprünglichen Natur einer reinen Seele oder eines Heiligen Geistes zurückkehren können. Wir beabsichtigen auf keinen Fall, jemanden zu beleidigen oder seine Gefühle zu verletzen. Wir unterstützen das Verständnis eines jeden Themas auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen, anstatt uns auf irgendwelche Online- oder Buchinformationen zu verlassen, die unbegründete Ideologien oder abergläubische Überzeugungen fördern. Bitte akzeptiert unsere Seelenliebe oder Atma-Nyata und ignoriert alle Informationen, mit denen ihr nicht einverstanden seid. Die Grundlage
dieses wunderschönen Programms ist die Samarpan-Meditation. Bitte besucht unsere Webseite www.samarpanmeditation.de, um mehr darüber zu erfahren. Sohamji ist in Deutschland als spiritueller Lehrer und für seinen Satsang sehr bekannt. Um mehr zu erfahren, besucht bitte seine Webseite www.soham.on. Thank you, Vimukto. That was wonderful disclaimer and for sharing all the information about the website Utsav and Vimukto. Now, this is a little surprise we are excited to share is this introduction of Sohamji is going to be done by a very, very special person. And this is a surprise for Sohamji and Rajma and Vimukto too. And of course, our audience. So without further delay, let's get Binita Rabe from Germany to introduce Sohamji, who brought Sohamji into Samarpan. Jai Baba Swami, so happy about today's program with Sohamji, and sorry that I cannot join online, but will listen to the recording. And when asked to give an introduction about Sohamji, the first thing that came into my mind is to share the feeling I had on the first encounter with Sohamji. Actually, it was a feeling of joy and even relief. And the reason for that is that Sohamji immediately understood the essence of Samarpan meditation. No further explanation was needed. He immediately connected on the soul level with Samarpan meditation, something which took many of us long time, many years. And that's why there was this feeling of relief, because especially in the West, when we, for example, shared Samarpan meditation, introduced Samarpan meditation, also here in Germany, there were quite often people who had a bit hesitation towards Samarpan meditation because of the concept with the living guru. And it was fine for us because the concept is not familiar in the West or not familiar anymore. It's like maybe a forgotten knowledge. But therefore, we explained it and kept on explaining. But the opposite was so relieving to see. Sohamji immediately understood it. And what I found admirable is that his love for his disciples, the wish that they reach the spiritual goal, is so large that he immediately shared about Samarpan meditation with his disciples. Even few days only after he heard about Samarpan meditation, he shared this knowledge about another guru with his disciples. And this showed to me how vast his and pure his love is for his disciples. And then the other thing I found an inspiring learning lesson is how clear Swamiji and how committed Swamiji is when something clicks on the soul level. Then he is so 100% for it. So it clicked on the soul level that Samarpan meditation is right for Swamiji. Then he committed 100%. He immediately signed up for this International Saints Retreat. He immediately shared it with his disciples, and he immediately surrendered to this path. And therefore, the name that Osho has given him, Samarpan, is reflecting this character. So thank you so much, Sohamji, for this, and also what is a special gift that Swamiji can explain the essence of Samarpan meditation so well to people from the West, so that they also have access to the essence, to the deep meaning. And that is such a great gift. And to conclude, the last thing was to share an experience how easily, how fast his first encounter with Swamiji happened. I'm sure today you will also talk about this International Saints Retreat. How it started was that Singapore team had the idea that Swamiji could conduct a retreat for international spiritual teachers and saints. So country coordinators were asked in different countries to do research and make a list of spiritual teachers in their respective countries. So also in Germany, we did this research and made a list.
And then the Singapore team did like a nice, beautiful description about the meditation with the invitation for the Saints Retreat. And it was sent to us, and they asked us that we print it out and ideally hand it over personally to the spiritual teachers which we want to invite. And on the day that we received green light to invite the teachers, the day we received the PDF file with the invitation, actually we called Sohamji's office, and Marga, Sohamji's wife, was there, and she said, thank you for the invitation, but she said, oh, in that month there is already like a program, Sohamji, that time Samarpan has a program in that month, but I will ask him. And so she hung up, and it felt like even not more than 1 minute later, she called back again and said, yes, he's interested in this retreat. And originally it was planned to hand him over the invitation on the weekend after, so that we could go there in a group and prepare the material, print it out. But somehow it turned out that the next day, immediately the next day, was the most suitable. And even as it was straight away the next day, everything happened so easily, so smoothly, and it felt even as if there was a backward push from the energies. It felt as if it had all been ready to go. And so even the printer, which usually has problems to print out many pages, on that morning of the next day, everything was printed out smoothly, this invitation, and even the drive, which took about 1 hour, 1.5 hours to Sohamji's home, was actually felt like 10 minutes. And immediately the car, it felt like, was even pushed in front of the house. This is how it felt. And Sohamji, after he received the invitation, immediately said yes, he is joining the retreat. And there was a registration form for the retreat in there. And it would have been totally fine to fill out that later on and send it later on. But Sohamji immediately filled it out, signed it. A photo was put on this application, and it was done. So this was really the feeling. It was really as if it was predestined, and there was so much energy behind it. So thank you, Sohamji. Thank you for today's program, to US Sadaks, to arrange this. And yes, lots of love to all, and Jai Baba Swami. Thank you, Jai Baba Swami Binitaji. I know you are traveling, but you still took time to record this video and give us a flashback of how it began, how Samarpan got Sohamji as a gift. So moving on, I would like to invite our dear Rajma to do the German introduction for Sohamji. Yes, so today in German, sorry. Wir haben also heute hier die große Ehre und Freude, natürlich den Sohamji willkommen zu heißen hier in diesem This is Samarpan Interviewprogramm. Das ist unser spiritueller Lehrer hier in Deutschland, unser geliebter Guruji. Ja, er ist ursprünglich aus Amerika, aber ist jetzt schon seit über 2 Jahrzehnten hier bei uns in Deutschland. Und er hat sein Leben uns gewidmet, der Wahrheit gewidmet, uns Seelen gewidmet, die die Wahrheit suchen, die Wahrheit lieben, die auf dem spirituellen Weg sind, und er leitet uns an, er ermutigt uns, er inspiriert uns, auf dem Weg zu bleiben, nicht abzudriften, uns nicht ablenken zu lassen, nicht so lang zumindest, und dass unser Fokus einfach immer bei der Wahrheit bleibt, bei unserer Liebe für die Wahrheit, bei unserer Liebe für Gott, bei unserer eigenen Liebe, die wir haben für unser wahres Selbst, für unsere Seele. Ja, durch ihn haben wir natürlich auch so Swamiji kennengelernt, das ist natürlich auch ein, ja, unbeschreiblich großes Geschenk. Ja, der Sohamji selber würde höchstwahrscheinlich sagen, ich tue doch gar nichts, von was sprichst du? Da kann man nur sagen, ja, er ist ein wunderbares Medium geworden und das Göttliche strahlt durch ihn durch. Vielen, vielen Dank. Thank you, Rajma. That was beautiful. The energy-wise, not the language I could not understand, but thank you for that in German, for our German audience. And now, without further delay, I would like to invite Hitendraji to start the interview. Greetings to everyone. On behalf of Global Samarpan family and Shiv Krupanand Swamiji, I am really delighted and humble to welcome
our today's guest, His Holiness Sohamji. It's our privilege to host an evolved soul who broke all the barriers, conventional barriers of this society, to be where he is today on the spiritual platform. I request you not to listen just the words today, but open up your mind and your heart to receive the energy and blessings from Sohamji during today's program and tomorrow's program, because there is so much to learn, so much to receive, and to progress spiritually in our life. We should consider ourselves very, very lucky that today we are going to meet someone who, just like Swamiji, not just met one living guru, but many living gurus, like Osho Rajneesh, Papaji, who was direct disciple of Sri Ramar Maharshi, as well as our own Shiv Krupanand Swami. You just heard the introduction by Binitha. So without losing any time, I welcome Sohamji, Rajma, Vimukto, and the entire team from Germany who are going to play the role to enlighten us today. Germany made 2 world wars, and they bring very much pain in the world about this. And souls which are born after this, they like to bring peace into the world. So maybe in Germany, many souls incarnated which have the wish to bring peace into the world. So I will just recap what Yuta has said in her interview, that in Germany, people have seen 2 world wars, and there are many souls who are reborn from that suffering, from that pain. They have learned that they don't want violence. They have learned that they want peace. And these newborn souls want to evolve on the path of spirituality with more peaceful life. So my question to Sohamji is, when we think of India, we think of Gandhiji. Likewise, when we think of Germany, we immediately think of Hitler and World War. So please tell us something about your perspective of Germany. Wenn wir an Indien denken, denken wir an Mahatma Gandhi. Und wenn wir an Deutschland denken, dann denken wir an Hitler und an den Zweiten Weltkrieg. Bitte sag du uns doch, wie du Deutschland siehst. What I have discovered in Germany is a receptiveness which I have not seen in any other country. Was ich in Deutschland entdeckt habe, ist eine Art Empfangsbereitschaft, was ich in keinem anderen Land so gesehen habe. I can't say anything about America because I was too close there to notice anything. Über Amerika kann ich da diesbezüglich nichts sagen, denn da war ich viel zu nah dran, da ist mir nichts aufgefallen. But here in Europe I have the comparison of neighboring countries. Aber hier in Deutschland habe ich ja die Nachbarländer als Vergleich. Austria, Switzerland, Österreich, Netherlands. Niederlande. And I find that people of Germany are very, very ripe for spiritual development. Und mir ist aufgefallen, dass die Menschen in Deutschland sehr, sehr reif sind für die spirituelle Weiterentwicklung. I have my own idea about this, and this has to do with Hitler in World War II. Ich habe da meine eigenen Ideen dazu und die haben mit Hitler und mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
I have some little experience like with Osho on the ranch in Oregon. Ich habe selber eine kleine Erfahrung mit Osho auf der Ranch und mit Oregon gemacht. I met one woman and she said she was obviously from a German-speaking country, but she said, "No, I'm not from Germany, I'm from Austria." Da bin ich einer Frau begegnet, die ganz offensichtlich aus einem deutschsprachigen Land kam. Die hat es dann aber unbedingt betont, nein, ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus Österreich. As if coming from Austria makes one better or more holy or more acceptable than somebody coming from Germany. Als ob man, wenn man aus Österreich kommt, automatisch irgendwie heiliger ist oder besser ist oder irgendwie annehmbarer ist als jemand, der aus Deutschland kommt. I found it very amusing, especially since Hitler was from Austria. Das fand ich jetzt doch amüsant, besonders weil Hitler ja aus Österreich kam. There's so many jokes in here, Da liegen dies birgt so viele Witze. but I'm guessing that the German ego was very wounded by what happened during this time. Aber ich schätze mal, dass das deutsche Ego durch das, was während dieser Zeit geschehen war, sehr verletzt worden ist. And I have seen efforts like with the Olympics and with football games and whatnot to try to build up the German spirit, the German ego. Und da konnte ich auch sehen, wie man sich wirklich bemüht hat, durch Fußballspiele, durch die Olympischen Spiele und so weiter, hat man sich bemüht, das deutsche Ego wieder aufzubauen. Because everybody recognizes that this is somehow lacking among the German people. Weil es allen aufgefallen ist, dass das unter den Deutschen irgendwie fehlt. So to the normal world, this is a bad thing. Für die normale Welt ist das eben etwas Schlechtes. But in the spiritual world, this is wonderful. Aber in der spirituellen Welt ist das ganz wunderbar. It makes the German people more receptive. Dadurch werden die Deutschen empfänglicher. They don't have quite as much ego armor around them. Sie haben nicht ganz so viel Ego um sich herum, nicht ganz so viel Rüstung um sich herum. And the only thing that separates us from God is ego. Und wo doch das Einzige, was uns von Gott trennt, Ego ist. So I see that actually what Hitler did was, as terrible as it was helpful in this funny way. Und daher kann ich sehen, dass das, was Hitler getan hat, so I want to recap or rather comment on your answer that when people of a nation go through some challenging time like World War, wenn die Menschen einer Nation eine sehr herausfordernde Zeit durchleben, wie zum Beispiel ein Weltkrieg, it wounds their ego, it wounds their identity. dann verwundet es das Ego, es verwundet die Identität. And according to Sohamji, this was the preparation by the divine to receive good energy or to move on the spiritual truth. Und gemäß Sohamji war das jetzt ja die Vorbereitung des Göttlichen, um gute Energie empfangen zu können oder eben um auf dem spirituellen Weg in Richtung Wahrheit weiterzukommen. Because it is ego that separates us from God. Da es das Ego ist, das uns von Gott trennt. And I want to add, it is love that connects us with God. Und ich möchte da jetzt noch hinzufügen, dass es die Liebe ist, die uns mit Gott verbindet. And that's why Sohamji says, I am here to love the people of Germany without any judgment. Und deswegen hat Sohamji gesagt, ich bin hier, um die Menschen von Deutschland zu lieben, ohne jede Zurückhaltung. So it's a beautiful beginning of today's session. We are moving from pride to peace through love. Und das ist ein wunderbarer Anfang dieser Session heute. Wir gehen vom Stolz zum Frieden und zwar durch die Liebe. Okay, let's move on to the next question. Sohamji, like all our other This is Samarpan guests whom we met, we try to connect with our guest
right from their childhood to understand how they learn all these things and how they maintain the growth of their soul throughout their journey, spiritual journey. So can you please tell us about your childhood and family background? Sohamji, wir würden gern auch dich wirklich so von Kindesbeinen an verstehen und was so dein Hintergrund ist. Also erzähl uns doch bitte von deiner Kindheit und von deinem Familienhintergrund. I grew up in a very Catholic family. Ich bin in einer sehr katholischen Familie groß geworden. My father was an Irish Catholic, Mein Vater war ein irischer Katholik. and to my parents, religion was the most important thing. Für meine Eltern war Religion das Allerwichtigste. Our whole world was with this particular religion. Und unsere ganze Welt war mit eben dieser Religion. The neighborhood we lived in, it was an upper middle class neighborhood. Und dieser Stadtteil, in dem wir lebten, das war so obere Mittelklasse. And almost all of our neighbors were also Catholic. Und fast all unsere Nachbarn waren auch Katholiken. And this was in San Francisco, I believe. This was in San Francisco. Genau, das war in San Francisco. So it's interesting because I have not been spending time thinking about my childhood until you provoked this, Hitendra. Und das ist schon interessant, weil ich ja eigentlich jetzt schon ewig nicht mehr an meine Kindheit gedacht habe, bis du, Hitendra, das jetzt quasi so aus mir herausgekitzelt hast. But I'm noticing that, looking back, I noticed that my parents did exactly what Swamiji suggests that parents should do, and that's to maintain a good collective surrounding for the children. Aber wenn ich da jetzt so zurückblicke, dann fällt mir auf, dass meine Eltern eigentlich genau das gemacht haben, was Swamiji auch empfiehlt, nämlich, dass man für die Kinder eine gute Umgebung schafft, eine gute Kollektivität. My parents did their best to make sure that I was in a good company. Meine Eltern haben da wirklich ihr Bestes gegeben, sicherzustellen, dass ich in guter Gesellschaft war. There were priests and nuns going through our house all the time. Die ganze Zeit sind bei uns Priester und Nonnen ein- und ausgegangen. My father worked in the Catholic hospital. He had a private practice, but he was on staff of this Catholic hospital. Mein Vater hat im katholischen Krankenhaus gearbeitet. Der war da der Personalchef. And what about your siblings? Und deine Geschwister? 2 of my brothers became priests. 2 meiner Brüder sind Priester geworden. My oldest sister became a nun. Meine älteste Schwester ist Nonne geworden. I also went to seminary for several years. Auch ich war einige Jahre zum Priesterseminar gegangen. So our whole family was just, and we had another member of the family that we kind of picked up, who was a Catholic priest. He was a missionary in China. Dann hatten wir nochmal so eine Art Familienmitglied, den haben wir quasi einfach so mit aufgenommen. Da war auch Priester, der war sogar Missionar in China gewesen. My father met him because he was in the hospital and he was very ill from something that he had picked up in China. Mein Vater ist ihm begegnet im Krankenhaus, als jener eben sehr krank war, wegen irgendetwas, das er sich in China eingefangen hatte. And he just became a member of the family and he stayed with us quite often. Und er ist dann quasi einfach zum zusätzlichen Familienmitglied geworden und war ganz, ganz oft bei uns. And he was a beautiful man, a very spiritual man. Ein wunderschöner Mensch, ein sehr spiritueller Mann. It was a very good example for me. Das war für mich ein sehr gutes Beispiel, ein sehr gutes Vorbild. I see a big family. How many brothers sisters you have? Ich sehe da eine Riesenfamilie. Wie viele Geschwister hast du denn? We were 8 altogether. Wow. Na, insgesamt waren wir 8 Kinder. That's great. That's great. And thank you very much. I really like the information you are sharing, because this gives us idea that our spiritual progress or our spiritual understanding of life does not
come just like anything as coincidence. There is a base that is created by our parents or by our environment or by our association with different people. And that is exactly what I saw in your story. That Das zeigt ja auch, dass man jetzt nicht ganz plötzlich oder zufällig irgendwie zur Spiritualität kommt, sondern dass da auch ein bestimmtes Fundament vielleicht schon in der Kindheit entstanden ist, sei es jetzt durch die Familie oder durch andere Menschen, denen man nahe stand. Und ich finde, das zeigt deine Geschichte auch auf eine ganz wunderbare Art. yes, and I believe that when you grow up with so many brothers and sisters, the adaptation or cooperation with different mindset and different attitude is a school itself in our own house. Und ich glaube, dass du ja dadurch, dass du mit so vielen Geschwistern aufgewachsen bist, eigentlich auch von Anfang an auch schon gelernt hast, dich irgendwo anzupassen an andere und zu kooperieren. Da war quasi bei dir zu Hause, das war schon wie so ein Klassenzimmer, wie so eine Schule für dich. And I can see your parents have done such a wonderful job by instilling the Catholic values in the life of all the children, as you said, by providing good environment that is nourishing for the good spirit. Und ich kann das sehen, dass deine Eltern das wirklich wunderbar hingekriegt haben, euch allen diese Werte, diese katholischen Werte wirklich zu übermitteln und diesen guten Geist, der dahinter steckt. Thank you very much for sharing this personal information about your family and childhood. Thank you. Ich danke dir, dass du da so persönlich von deiner Kindheit und von deiner Familie erzählt hast. So when we talk about Catholicism in those days, 60s and 70s in San Francisco or Bay Area, I would like to know, according to you, what were the true values of a good Catholic person in the 60s and 70s? By not agreeing with Catholic religion, do you think you were seeking freedom from religious constraint, or you were trying to become more atheistic or agnostic? Also wenn wir jetzt schon darüber sprechen, Katholik zu sein in San Francisco damals, was würdest du denn sagen, was waren die wahren Werte eines guten Katholiken in den 60er oder 70er Jahren? Und sag mal, als du dich von der katholischen Religion abgewandt hast, wolltest du da frei werden von religiösen Fesseln oder hattest du versucht, Atheist oder Agnostiker zu werden? I had one main issue come up. Für mich gab es einfach ein Hauptthema. The church was teaching we should not use any artificial means to prevent childbirth. Was die Kirche da gelehrt hat, war, dass man auf keinen Fall irgendwie Geburtenkontrolle, auf keinen Fall irgendwie künstlich die Empfängnis verhüten soll. After having 4 children of my own, I said, no, it's enough. Und als ich dann 4 eigene Kinder hatte, sagte ich, okay, Leute, es reicht. So I became sterilized, Da habe ich mich sterilisieren lassen. and this is not in accordance with the rules of the Catholic Church. Und das passt jetzt nicht gerade zu den Regeln der katholischen Kirche. And I've always been very radical about everything, and I couldn't maintain the spiritual practices of a Catholic or pretend to continue with this when I'm not acting like it. Ich war ja schon immer sehr radikal gewesen in Bezug auf alles und so war das für mich auch da. Ich konnte unmöglich jetzt so tun, als wäre ich noch Katholik oder würde ich hinter allem stehen, wenn ich mich dann aber gar nicht demgemäß verhalten habe. So to me, it was just a no-brainer. I had to do this. Von dem her hat es sich für mich ganz von selbst verstanden, dass ich das tun musste. There was no other way that I could. I tried to practice what the Catholics call the rhythm method. Ich habe dann das versucht zu praktizieren, was die Katholiken die Rhythmusmethode nannten. But I did not succeed at all. Das war nicht besonders erfolgreich. So what was that rhythm method? Was ist denn das für eine Rhythmusmethode? Well, Zyklusmethode vielleicht. the idea is
that the man does not have sex with his wife during her fertile period. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass der Mann mit seiner Frau nicht schlafen soll, während sie gerade ihre fruchtbaren Tage hat. So this means that some days before and after ovulation, abstinence was necessary. Von dem her hat es bedeutet, dass während sowie auch ein paar Tage vor und nach dem Eisprung man eben abstinent leben musste. And we determine this by taking temperatures every morning and all this stuff. Und das haben wir dann gemessen, indem wir die Temperatur gemessen haben jeden Morgen und so weiter. But my libido was very strong and I was not very smart either. Mein Libido war sehr stark und ich war nicht besonders klug. And it just didn't work. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. I can understand that. Das kann ich verstehen. So I just threw out everything. Da habe ich dann einfach alles rausgeworfen. I said, if I can't practice this, Wenn ich das nicht wirklich leben kann, then I have to question every rule. dann muss ich jede Regel in Frage stellen. And so in my own humor, I said, okay, I want to become a devout agnostic. Von dem her sagte ich auf meine eigene humorvolle Art, ich möchte jetzt ein hingegebener Agnostiker werden. But really, a devout agnostic really think, okay, I don't know. Aber mich diesem Exactly. wirklich hingeben und wirklich sagen, ich weiß es nicht. And questioning everything. Und dann alles in Frage stellen. And it was when I was in this state that I met Osho. Und als ich in diesem Zustand war, bin ich Osho begegnet. So Osho found fertile ground for his words. Also hat Osho da für seine Arbeit ganz fruchtbaren Boden gefunden. That's very, very interesting answer. And I want to say thank you for being very honest and open-minded, open-hearted to frankly share your views and your own experience. Because when I talk to people, especially in their adulthood, they don't want to speak the inner voice or inner truth. They will modify their answer to fit their ego and make themselves look good. Ich möchte dir danken für deine sehr interessante und aber auch sehr ehrliche und aufrichtige Antwort. Danke, dass du uns hier so ganz ehrlich erzählst, wie das für dich war, weil es ist mir schon oft aufgefallen, dass andere Menschen, junge Menschen auch, das dann so ein bisschen anpassen und das alles so formulieren und sagen, dass sie selber gut dastehen. That's too much work. Das ist viel zu viel Arbeit. Yes, but in fact, your answer is going to be very helpful to today's young generation. Aber Tatsache ist ja, dass deine Antwort für die junge Generation heutzutage sehr, sehr hilfreich sein wird. Because during our adolescence age or puberty time, Denn während wir in der Pubertät sind, während wir so heranwachsen, our identity or ego start developing. beginnt sich ja unsere Identität, unser Ego zu entwickeln. Our body's hormones start challenging. Und die Körperhormone fangen an, uns herauszufordern. And every person goes through the period of transgression. Und jeder durchlebt da eine Phase von Unterdrücken. And when we are brought up in a very religious environment, Und wenn wir dann auch noch in einer sehr religiösen Umgebung groß werden, of course our parents don't want us to go away from the mainstream religion. natürlich wollen unsere Eltern nicht, dass wir die Mainstream-Religion verlassen. If we get the right answer with the right logic, Wenn wir dann die richtige Antwort mit der richtigen Logik haben, probably we will stick to those religious principles. dann werden wir uns wahrscheinlich auch an diese religiösen Prinzipien halten. But there is a constant war inside an outer world. Aber es gibt dann die ganze Zeit diesen Krieg zwischen dem Innen und dem Außen. But in your story, what I see is blessing in disguise. Also was ich in deiner Geschichte sehe, ist, dass das ein Segen war, ein verkleideter Segen war. Because you were strong and you were firm about your own choices,
warst stark und für dich standen deine eigentlich eigene Wahl stand fest. You did not accept everything as you were told. Du hast nicht einfach alles so angenommen, wie es dir gesagt worden ist. And that pushed you towards atheism to devout agnostic environment. Und das hat dich dann zum Atheismus geschubst und zu dieser hingegebenen agnostischen Umgebung. Definitely not Oh atheism, nein, auf keinen Fall atheistisch, but Theism. agnosticism. aber Yes, Agnostik. sorry. My word is theism to agnosticism. Yeah. From God to I don't know kind of state. Ein Zustand von Gott zu ich weiß nicht. From I know everything to I don't know anything. Sohamji sagt, Yes. ein Zustand war von ich weiß alles zu ich weiß gar nichts. Yes, and that is what prepared you probably, as you said, to receive the new information or new knowledge from Osho Rajneesh. Und ich schätze mal, dass das dich dann auch so vorbereitet hat, dieses neue Wissen von Osho Rajneesh annehmen zu können. Yeah, I have to share that even though I had been practicing not knowing for some time, many things that Osho said challenged me. Aber ich muss wirklich zugeben, dass obwohl ich da ja schon lange dieses Nichtwissen praktiziert hatte, hat mich vieles, was der Osho da gesagt hat, wirklich herausgefordert. But I was willing to be challenged, and I saw in Osho somebody who knew. Aber ich war bereit, herausgefordert zu werden und ich sah in Osho einen, der weiß. And I knew that I did not know. Und ich wusste auch, dass ich nicht weiß. So I was really willing to go through the challenges. Da war ich wirklich bereit, durch diese Herausforderungen durchzugehen. And I believe that is the first step in this spiritual journey. If you accept that I don't know, then you will try to learn or you will try to know. That's Und ich right. glaube mal, dass das wirklich der erste Schritt ist auf der spirituellen Reise. Wenn man annimmt, dass man nicht weiß, dann ist man auch bereit zu lernen. If I think I know, I'm just not open to hear anything. Ja, das stimmt genau. Wenn ich denke, dass ich weiß, bin ich überhaupt für nichts offen. But your story, everybody can connect. Most of the people can connect because this is how we are going through internally. Aber mit einer Geschichte können sich eigentlich fast alle verbinden, denn wir durchleben ja genau das innerlich. And your story inspire people to admit that I don't know and to open up their mind so that I can learn what I should know. Und deine Geschichte inspiriert die Menschen auch zuzugeben, dass sie nicht wissen und dann eben auch lernen können, das, was sie wissen wollen. Just one little note that currently due to coronavirus, there are so many people because of their religious belief would not take vaccine, but it is something that is going to extend your life. And if we have found vaccine, that is also God's blessing. And we should open-mindedly accept this kind of new information, new science. This is my personal belief. Und ich möchte kurz noch eine persönliche Meinung von mir äußern. Jetzt gerade hat es mit der Corona-Situation zu tun. Es gibt ja viele Menschen, die aus religiösen Gründen die Impfung ablehnen. Aber meine persönliche Meinung ist, dass die Impfung ja auch etwas ist, das von Gott gegeben worden ist und durch das wir unser Leben verlängern können. I don't know about extending my life, but getting inoculated made everything just simpler and easier for me. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dadurch mein Leben verlängere, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich mich habe impfen lassen, ist alles einfacher geworden für mich. I was never afraid of getting ill myself, but I was afraid that I would cause somebody else to become ill. Ich habe Yes. jetzt selber nie Angst davor gehabt, krank zu werden, aber ich hatte Angst, dass ich vielleicht einen anderen krank mache. So that is also a lesson for many people that probably you are healthy and you are immune, but it does not mean that you will not hurt others by not taking vaccine. So that is a good thing to learn from your own experience. We It's can move on wunderbar, to the dass- next part. Es ist wunderbar, das so von dir zu lernen, dass obwohl du kerngesund warst und vielleicht auch immun, dich das trotzdem nicht davon abgehalten hat, die Impfung machen zu lassen und dadurch andere zu schützen. So my next question is, please tell us about your work and your new family after marriage. You said you had 4 children. So we want to know more about your married life and your work.
Bitte erzähl uns doch von deiner Arbeit und deiner neuen Familie nach der Hochzeit. Du hast ja gerade erzählt, dass du 4 Kinder hattest. Ja, da wollen wir gern etwas aus deinem Leben zu jener Zeit hören. Well, at that time, I was working for the gas company. Naja, damals habe ich für die Gaswerke gearbeitet. This was prompted by my wife saying, "Hey, get a job." Das war irgendwie durch meine Frau entstanden, die sagte, hey, los, besorg dir eine Arbeit. I saw an ad in the newspaper that the gas company was hiring. Und habe ich diese Anzeige gesehen, dass die gerade Leute suchen. So I started, and with this gas company, everybody started at the bottom. Und da habe ich dann halt angefangen. Da fingen wirklich alle ganz unten an. So I started digging holes in the street, uncovering gas pipes that were leaking and so on. Also habe ich angefangen, Löcher zu buddeln in den Straßen und Gasrohre, die ein Leck hatten, zu flicken und so weiter. And very soon I became a service person with the gas. I would go into people's home and repair appliances and turn the gas on and off and whatnot. Aber recht bald bin ich dann da in die direkte Dienstleistungsabteilung gekommen. Das heißt, ich bin in die Häuser der Menschen gegangen, habe den Gaszähler abgelesen und auch im Haus, was weiß ich, Gasleitungen angeschaltet, ausgeschaltet, repariert und so weiter. And while this was happening on the side, I was going to school at night, going to university. Und während dieser Zeit bin ich dann abends immer an die Uni gegangen. Und habe And what were you studiert. studying? What were Was you hast du denn studying? studiert? Sociology, psychology, Soziologie, philosophy, Psychologie, Philosophie. mostly sociology was my major. Soziologie war mein Hauptfach. Ach, schön. And what other areas did you work in Air Force and as a psychologist also, apart from gas company? Hast du da auch in der Air Force gearbeitet oder auch mal als Psychologe oder nur bei den Gaswerken? Well, in the Air Force, I worked on the radar sets. I was supposed to be a radar technician, but I didn't really do much there. Bei der Air Force, da war ich eigentlich in der Funkabteilung. Ich hätte da so ein Funktechniker sein sollen, aber irgendwie habe ich da nicht so viel bewerkstelligt. Basically, I was just taken care of for 4 years. Im Grunde hat man sich da 4 Jahre lang um mich gekümmert. Interesting. And Also, I can connect myself with you very much. ich fühle mich mit dir übrigens sehr verbunden. Also ich habe Resonanz mit dem, was du von deinem Leben erzählst. Especially when you said that in the gas company, everybody started at the bottom. Besonders wenn du sagst, dass bei den Gaswerken alle ganz unten angefangen haben. Most of the job I have worked in India as well as Canada or USA, Die meisten Arbeitsstellen, die ich hatte, sei es jetzt in Indien, aber auch in Kanada und in den USA, I always started from the bottom level da habe ich immer ganz unten angefangen. and then reached to middle management level. Und dann war ich irgendwann im mittleren Management. And That's great. what I learned is when you start at the bottom, you understand the business and pain of other people better than those who are at the top management. Und was ich da gelernt habe, ist, dass man, wenn man da ganz unten ist oder ganz unten anfängt, wirklich lernt, was die Menschen, die dann da arbeiten, beschäftigt und was deren Probleme sind. Das weiß man dann viel besser, als die direkt in der obersten Abteilung sitzen. Yes, every manager in the gas company started at the bottom. Ja, bei den Gaswerken war es so, dass jeder Manager direkt Ja. unten angefangen hatte. Made it a very good company. Das war eine Yes. super And I think Firma. that makes a strong company and successful business. Mm. Ja, dadurch wird so eine Firma stark und das Geschäft erfolgreich. And I want also to tell that when Swamiji came in 2001 to Canada for the first time, Als Sohamji dann in 2001 zum ersten Mal nach Kanada gekommen ist, I was also studying in the evening for accounting and management while doing my full-time job. da war auch ich damals abends in der Abendschule Buchhaltung und Management, während ich tagsüber eine volle Arbeitsstelle hatte. My point is,
those who want to progress, those who want to evolve, not just spiritually, have to do a lot of things behind the scene in the life to survive and take care of their family. Was ich sagen möchte, ist, dass wenn man sich jetzt mal weiterentwickeln möchte, also jetzt nicht nur auf spiritueller Ebene, dann muss man schon vollen Einsatz zeigen, um da weiterzukommen, um zu überleben, um sich und seine Familie kümmern zu können. So I generally try to compare the story of our guest with my own story to encourage our audience to think what I can learn, how I can compare my life with this person's story and learn from it and apply if I don't have that quality. Ich liebe das immer, mein eigenes Leben mit dem Leben dessen zu vergleichen, den ich interviewe, einfach um die Zuhörer auch dazu zu ermutigen, sag mal, sich zu vergleichen und zu gucken, was ist denn da noch für eine Qualität drin, die ich bis jetzt noch nicht hatte, und dann kann man die ja vielleicht übernehmen. And I think that is what make people grow inside, because outside we can have so-called material success, but without inner growth, we don't mature as a soul. Und ich glaube, das kann dann auch wirklich zu innerem Wachstum verhelfen, denn das brauchen wir, um als Seele reif zu werden. So I really want to thank you for that answer, because that's a big lesson for not just myself, but many other people. Ich möchte dir sehr danken für diese Antwort. Das ist eine Riesenlektion, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere. Now I want to dive into one very interesting question. Jetzt möchte ich mal direkt in eine sehr interessante Frage springen. That is, what was the turning point in your life that diverted you towards spirituality? Was it an event, a person, or simply a book? Was war denn das für ein Wendepunkt in deinem Leben, der dich zur Spiritualität gebracht hat? War das ein Ereignis, eine Person oder vielleicht einfach ein Buch? Well, this book, the Book of the Secrets, Dieses Buch, das Buch der Geheimnisse, just spoke to me. hat mich direkt angesprochen. I found it so valuable. I would read one paragraph, one page, and just go into trance. Ich fand das so wertvoll. Ich habe da einen Absatz gelesen oder eine Seite und bin einfach in Trance gefallen. Parallel, I had an experience Parallel dazu hatte ich eine Erfahrung, which just blew my mind, to say it rudely. die meinen Verstand einfach umgehauen hat, um es mal so auszudrücken, weggepustet hat. All of a sudden, I experienced the world as totally different from what I had seen before. Ganz plötzlich habe ich die ganze Welt als völlig anders erlebt, als wie ich es zuvor gesehen hatte. And I knew that this wasn't the end of the journey, but it certainly got my attention. Und ich wusste auch, dass dies nicht das Ende der Reise sein würde, aber es hat mich doch wachgerüttelt. And it provoked me to want to learn. Und es hat mich dazu gebracht, lernen zu wollen. It provoked me to want to learn meditation. Ich wollte Meditation lernen. That's really amazing. Und ja, das ist schon erstaunlich. Many times, as Swamiji says, the books are non-living books, meaning that it has only the novel or story or pictures or information. But books like this are living book, as you say, that it spoke to you. Der Sohamji erzählt uns ja oft, dass Bücher eigentlich lebloses Wissen enthalten oder Geschichten oder Bilder oder so irgendetwas. Aber das ist wohl eines dieser seltenen lebendigen Bücher, die wirklich direkt zu dir gesprochen haben. And that's why people say a book could be a very good friend of yours. Deswegen sagt man auch, ein Buch kann ein sehr guter Freund sein. And if it is written by a living guru like Osho Rajneesh or Shiv Krupanand Swami, Wenn das dann auch noch von einem lebenden Guru geschrieben wurde, wie Osho Rajneesh oder Shiv Krupanand Swami, I am not surprised it enlightened your soul. da bin ich jetzt gar nicht überrascht, dass das deine Seele erleuchtet hat.
So I'm delighted that you shared about this book, and I'm sure some of our audience will be looking for this book now onwards to find more details that what was so great about this book that help you to go in trance. Von dem her freue ich mich, dass du uns von diesem Buch erzählt hast. Ich bin mir sicher, dass einige bereits googeln und sich dieses Buch anschauen wollen und gucken, was ist da drin? Was ist das, das dir geholfen hat, in Trance zu fallen?